Dieses Mal bin ich gebeten worden, etwas zum Thema Trauer zu sagen. Das werde ich natürlich vor allen Dingen aus der Sicht eines buddhistischen Praktizierenden tun. Da gibt es ja sehr viel aus psychologischer Sicht zu sagen. Was mir auffällt, wenn ich buddhistische Praktizierende, sogar auch Lehrende beobachte, ist, dass die Trauer oft wie in einem schlechten Licht gesehen wird. Also als ob Trauer im Rahmen intensiver spiritueller Praxis nicht sein sollte. Und da möchte ich doch mich dem entgegenstellen und sagen, also Trauer ist ein ganz natürlicher Vorgang, findet sich auch nicht in den verschiedenen Abhidharma-Kommentaren als ein Klesha, also als ein beeinträchtigender Geisteszustand. Trauer ist Ausdruck unserer Lebendigkeit und unseres Verbundenseins mit dem Leben und kann natürlich auch eine übersteigerte Trauer sein oder kann eine Trauer sein, die von mangelndem Gewahrsein oder von Greifen begleitet ist. Und diese Anteile, also das Greifen in der Trauer oder das mangelnde Gewahrsein in der Trauer, die können wir auflösen, aber den Schmerz zu erleben, den psychischen Schmerz, den emotionalen Schmerz, ist eigentlich so normal, wie wenn ich den körperlichen Schmerz erlebe. Natürlich kann man da auch sich wie immun machen gegen, aber das ist gar kein Ziel der Praxis, sondern ich denke mal, bevor ich mehr dazu sage, das Ziel wäre, die Wellen eines solchen Trauerschmerzes spüren zu können, durchlässig dafür zu sein, keinen Widerstand aufzubauen und auch kein Schamgefühl, sondern sie zu spüren, denn darin zeigt sich eine Vielfalt von Regungen. Eine Vielfalt von Regungen, die etwas mit Liebe, mit Dankbarkeit und Wertschätzung zu tun haben für das, was jetzt nicht mehr ist oder für die Person, die jetzt nicht mehr in unserem Leben ist. Da ist ganz viel Wertvolles darin enthalten und eine gesunde Trauer gehört zu einem gesunden Leben dazu. Also eine Trauer zu spüren und sie auch innig zu spüren, ist für mich ein Zeichen geistiger Gesundheit, auch auf dem Weg der spirituellen Praxis. Wohingegen so ein Herz, was sich ummantelt und sich schützt durch eine irrige Vorstellung von Leerheit, also irgendwie das traurige Thema irgendwie ummanteln, abschützen, abkapseln, indem wir sagen, hat doch eigentlich keine Substanz, ist doch nur ein Greifen nach geistigen Vorstellungen. Also diese Art des Umgangs mit den Inhalten, die uns eigentlich traurig stimmen, die ist sehr, sehr ungeschickt. Das holt uns später ein und ist nicht geeignet, wirklich dazu zu führen, dass sich dieser Schmerz auch auflösen kann. Was sich sehr gut bewährt, ist den Schmerz, ich spreche über Trauer als primär eine Schmerzerfahrung, eine Erfahrung von etwas, was weh tut. Und das zu spüren und in dem Moment, wo wir es spüren, wirklich gewahr zu sein, dass es ein geistiges Erleben ist. Und dass wir uns nicht dagegen zu wehren brauchen, dass es sich von selbst weiterentwickelt, seinen Weg geht, auch auflösen wird und dass wir natürlich kurz drauf schon wieder lachen können. Aber dass sich auch Trauer und Freude abwechseln können. Es ist also nicht heißt, ich muss irgendwie immer nur Freude spüren, sondern ja, ich erlebe auch Schmerz. Genauso wie mein Körper auch. Für erwachte Menschen ist es auch so, dass sie auch Schmerz im Körper erleben. Bloß reagieren sie nicht mehr darauf mit all den Mustern, mit denen wir sonst unterwegs sind. Und das ist bei der Trauer auch. Es gibt keinen Grund, mit Scham auf Trauer zu reagieren.
Es gibt keinen Grund, Trauer mit sozusagen der Keule der Weisheit irgendwie wegmachen zu wollen und zu sagen, ist doch nur ein geistiges Phänomen, ist doch nur leer und so. Gibt es keinen Grund. Gibt keinen Grund, sie zu verbergen, weil es etwa ein Zeichen von Schwäche wäre, sondern es ist ein Zeichen von Stärke, Trauer zulassen zu können und auch würdig zu leben, also mit einer inneren Haltung von Würde zu wissen, ja, da ist zum Beispiel ein Mensch jetzt gestorben, der mir sehr, sehr wichtig war und das reißt eine Lücke in meinem Leben. Das reißt da ist ein Ort in meinem Herzen, in meinem psychischen Erleben nicht mehr besetzt und das spüre ich. Das spüre ich. Und dazu stehe ich und und ich darf freudig sein, aber ich muss nicht. Ich darf auch traurig sein und es dürfen diese Wellen kommen und die gehen ihren eigenen Rhythmus. Und das bestimme nicht ich, wann sie vorbei zu sein haben, sondern das nimmt seinen Lauf, indem ich jedes Mal die neu auftauchenden Aspekte dieser Trauer zulasse. Also Aspekte der Trauer sind, dass sich etwas nicht wiederholen kann, weil die Person weg ist oder weil die Situation sich geändert hat. Dass mir etwas Wichtiges fehlt, eine wichtige Inspiration im Leben zum Beispiel fehlt, ein Ort, wo ich hingehen konnte, ein Mensch, mit dem ich mich anvertrauen konnte. Also auch ein Aspekt der Trauer. Oder dass mir etwas fehlt in der Zukunftsperspektive, wie wir das Leben gestalten, dass ich bei der nächsten Ferienplanung, bei dem Denken an den nächsten Feiertag, bei dem nächsten dass ich merke, oh, die Frau, der Mann wird nicht mehr da sein, die Partnerin, der Partner, das Kind, Mutter, Vater. Und das macht etwas und das sollten wir nicht übergehen. Das was uns als Praktizierende auf dem Weg des Erwachens unauthentisch macht, ist, wenn wir solche Gefühle übergehen und irgendwie in dieselbe Ecke stellen wie unser begehrendes Greifen oder unseren wütenden Hass und so. Und Trauer gehört nicht in diese Gruppe von Emotionen. Sie ist eine gemischte Emotion, wo sehr viele natürliche Anteile drin sind. Zum Beispiel haben auch die erwachten Meister, die beim Tod des 16. Karmapas gegenwärtig waren, haben auch Schmerz gespürt, obwohl sie sich ganz und gar der Illusion, also der Erfahrung bewusst waren, also der Tatsache, dass es sich um ein geistiges Geschehen handelt. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Ich habe Gengen Rinpoche gesehen, wie ihm manchmal Tränen runterliefen, weil er etwas gehört hat, weil er von etwas erfahren hat, was sein Herz berührt hat. Das ist der Ausdruck des Berührtseins. Und dieses Berührtsein, das gehört zum Schönsten im Leben. Und ich würde es wagen, mal die Behauptung aufzustellen, dass es schwer ist, sich wirklich zu freuen, wenn wir nicht auch traurig sein können. Also ich finde, das gehört beides so zur Lebendigkeit dazu. Und deswegen ist das ein großes Plädoyer, auch der Trauer ihren Platz in unserem Leben zu geben. Und jetzt kommt natürlich, nachdem das alles gesagt wurde, kommt hinzu, ja, wir brauchen uns nicht in der Trauer aufzuhalten, wie in keinem anderen Geisteszustand wir uns aufhalten würden, sondern also wir vergegenständlichen sie nicht, wir sind nicht plötzlich der Trauernde, die Trauernde und müssen uns auch nicht in Schwarz kleiden, wir dürfen weiter zwischendurch freudig sein und dann kommt wieder so die Trauerwelle. Und uns wird natürlich das Bewusstsein der Unbeständigkeit von allem, was uns umgibt, von allem, was wir erleben, das wird uns natürlich helfen, wenn wir immer schon während einer Beziehung und während wir eine Situation genießen, einen Ort genießen, unser Zuhause genießen, unseren Beruf genießen, wenn wir uns währenddessen schon bewusst sind,
dass das alles natürlich eines Tages zu Ende sein wird, dann hilft das. Das hilft in der Trauer, dass jetzt eigentlich das eintritt, was wir immer schon wussten, dass es eines Tages kommen wird. Es überrascht uns nicht mehr. Also der Verlust überrascht uns nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr den Schmerz des Verlustes erleben, sondern wir erleben nicht zusätzlich zu dem Verlust noch die ganze Überraschung und das Auflehnen gegen das Leben. Wir würden nie das Leben sozusagen verklagen oder den lieben Gott verklagen dafür, dass uns jemand Kostbares aus dem Leben gerissen wurde oder weggegangen ist, gestorben ist, krank wird. Würden wir nie machen, weil wir wissen, das Leben ist so. Alles, was zusammenkommt, endet in Trennung. Alles, was sich aufbaut, endet in Niedergang. Alles, was geboren wird, endet im Tod. Das Zitat von Buddha. Und dessen täglich bewusst zu sein, bereitet uns natürlich sehr, sehr gut vor, nimmt aber nicht den Schmerz, wenn es dann so ist, dass sich etwas nicht wiederholen kann oder dass wir etwas nicht mehr erleben können. Dieser Schmerz, und da kommt jetzt so ein bisschen, könnte da so die Keule kommen, die Dharma-Keule, dieser Schmerz, dass sich etwas nicht mehr fortsetzt, wird oft gleichgesetzt mit einem Greifen nach dem Erlebten. Und das hat was für sich. Klar, je stärker ich festhalte, desto schmerzhafter wird es sein, wenn ich notgedrungen loslassen muss. Aber selbst wenn ich nicht festhalte, merke ich den Unterschied. Und das ist da, wo die echte Trauer sitzt, eine wunderbare Gelegenheit, eine wunderbare Person, eine wunderbare Situation ist nicht mehr da, ist nicht mehr erreichbar, kann nicht mehr genutzt werden und das ist schade. Das ist wirklich, da können wir sagen, das ist traurig und diese Trauer dürfen wir spüren, wenn etwas zu Ende geht, was gut war. Und von daher würde ich natürlich sehr empfehlen, dass wir uns alle vorbereiten damit, dass wir täglich die Unbeständigkeit von allem kontemplieren, dass wir das ganz klar kontemplieren, dass die geliebten Personen in unserem Leben, dass sie nichts Beständiges haben, dass sie jederzeit krank werden können, auch mit schlimmen Krankheiten, dass ihnen jederzeit ein Unfall passieren kann und dass sie auch eines anderen natürlichen Todes jederzeit sterben können. Das hilft. Und dann sind wir einfach Mensch. Und wir sollten nicht versuchen, so eine Art Mensch mit psychisch-emotionaler Immunität zu sein, wo wir wie nichts spüren. Das ist einfach nur ein Schutzschild und verlangsamt den Weg. Der Weg vollzieht sich sehr viel geschmeidiger und auch schneller, wenn wir auch traurige Gefühle zulassen. So viel vielleicht für heute und ich danke euch fürs Zuhören.